Das mit Abstand spannendste Video, denn hier kommen alle Fäden heute zusammen. Was es seit dem Comeback auf YouTube von mir gegeben hat, ist heute. Wir reden über Deglobalisierung. Das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich in den letzten Tagen und Wochen mit euch besprochen habe. Mit KI-Rechenzentren, mit China und seltenen Erden, mit der Abhängigkeit von Afrika, mit Investitionen in verschiedene Nationen. Wir reden heute wirklich darüber, okay, wer sind die Profiteure der Deglobalisierung und gibt es die Deglobalisierung wirklich? Und weil ich so viel vorbereitet habe, gehen wir mal direkt rein, damit wir hier auch in einer annehmbaren Zeit durchkommen. Wir schauen mal auf die verschiedenen Äras der Globalisierung, also auf die Historie. Und in dieser Grafik seht ihr, wie viel Anteil haben In- und Exporte am weltweiten Wirtschaftsvolumen, also am Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt ausgemacht in verschiedenen Zeiten. Und da sieht man direkt, dass es zwischen 1870 und 1914, also bis zum Ersten Weltkrieg, ein Wachstum von 30% auf 40% gab. Also damals gab es ziemlich viel Austausch zwischen den Nationen. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und die Zeit dazwischen haben zu einem krassen Protektionismus geführt, sprich man hat kaum miteinander gehandelt und dementsprechend ist der Wert auf 20% runtergegangen. Danach sollte man meinen, hat das Ganze geboomt, aber bis 1980 haben wir uns immer noch unter dem Niveau vor dem Ersten Weltkrieg befunden. Also damals wurde gar nicht so viel miteinander gehandelt. Die Globalisierung ist gar nicht so stark ausgebrochen. Erst seit 1980, und das ist natürlich die Phase, in der wir alle aufgewachsen sind, bis 2008 gab es einen starken Boom auf über 50%. Das heißt also, die Hälfte der Waren ist im Prinzip Gegenstand von In- und Export weltweit und das Niveau ist aber nicht weiter gesteigert worden. Also wir sind da ungefähr bei 50% geblieben. Und jetzt kommt die Frage, befinden wir uns jetzt schon oder seit 2008 vielleicht sogar schon in einer Deglobalisierung? Stimmt das? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das? Wir schauen zunächst einmal auf ein paar Statistiken, die ich vorbereitet habe, wie das immer so ist. Hier sehen wir das weltweite Handelsvolumen. Hier sehen wir im Gegenteil eher so ein exponentielles Wachstum, auch seit 1980, aber eher so bis 2013, 2014 dann die Stagnation bis Corona und nach Corona ist das Handelsvolumen oder sind die Exporte nochmal total angestiegen. Das kommt vor allem von dem ganzen billigen Scheiß von Temo, den wir so kaufen. Auf gut Deutsch gesagt, das wäre jetzt natürlich etwas vereinfacht dargestellt, aber dieser Anteil seit 2020 kommt vor allem aus den asiatischen Märkten und den Beleg dafür haben wir hier auf dem nächsten Slide. Wir haben hier die Exportvolumen nach Regionen 2023 und da liegt Asien eben mit über 40% Anteil am weltweiten Exportvolumen ganz klar vorne vor Europa. Und dann kommt erst Nordamerika mit knapp über 10%. Bedeutet also, und das finde ich das Spannende an dieser Grafik, Europa und Asien sind sehr stark vom Export abhängig oder haben eben ein sehr starkes Exportvolumen. Und das bedeutet natürlich, dass die Deglobalisierung diese Länder, die einen Exportüberschuss haben, stark trifft. Und wenn wir uns mal die einzelnen Länder angucken, dann sieht man, dass China 3,5 Billionen US-Dollar exportiert, die USA etwas mehr als 2 Billionen und Deutschland ja deutlich mehr als 1,5 Billionen US-Dollar. Und wenn wir mal auf die Importeure gucken, dann sieht man, dass die USA ganz oben sind, die mehr als 3,3 Billionen US-Dollar importieren. Das heißt, die USA haben ein krasses Defizit, sie importieren viel mehr, als sie exportieren, während die Chinesen deutlich mehr exportieren und die Deutschen auch deutlich mehr exportieren. Ein Protektionismus oder eine Deglobalisierung würde natürlich diesen Ländern erstmal schaden, generell allen Ländern schaden, die einen Exportüberschuss haben. Aber man muss auch mal kurz überlegen, ist denn ein Importüberschuss überhaupt schlimm? Also ist es überhaupt schlimm für die USA, dass sie US-Dollar ins Ausland geben, um dafür mehr Waren in diesem Wert zu bekommen? Eigentlich ist das überhaupt nicht schlimm, weil ihre Währung davon vor allem profitiert, weltweit gehandelt und nachgefragt wird, als sicherer Hafen gesehen wird und generell ja der Wert in Form von produzierten Produkten ins Land kommt. Insofern stellt sich die Frage, warum man überhaupt diesen Protektionismus an den Tag legen wollte oder warum unbedingt das Handelsdefizit ausgeglichen sein muss. Nichtsdestotrotz ist das kein Trend, der erst seit Donald Trump besteht, das werden wir gleich auch sehen. Wir sehen zudem auch, dass die ausländischen Direktinvestitionen im Prinzip auch seit der Finanzkrise, also sind wir wieder beim gleichen Indiz 2008, zurückgegangen sind. So viel wie damals, nämlich mehr als 3 Billionen US-Dollar wurde nie wieder ins Ausland investiert. Ausland heißt jetzt im Prinzip, das ist die Summe aller Investitionen, die alle Länder der Welt zusammen ins Ausland aus ihrer eigenen Position heraus gesehen investiert haben. Und hier sieht man auch einen ganz klar rückläufigen Trend. Das waren jetzt erstmal die ganzen Statistiken und ja, wir haben jetzt ganz viele Thesen gesehen, dass die Deglobalisierung im vollen Gange ist und wollen uns noch ein paar Artikel dazu anschauen. Hier ist eine Befragung, in der 2/3 der CEOs sagen, wir planen in nächster Zeit Onshoring oder Reshoring, bedeutet, ich hole die Industrie oder die
die Wertschöpfung, die ich vielleicht heute in China mache, wieder zurück jetzt in dem Fall zum Beispiel die USA oder bei Nearshoring in ein Land, was benachbart ist, also zum Beispiel nach Mexiko oder Kanada. Splitshoring wäre im Prinzip, ich teile meine Produktionsketten auf verschiedene Länder auf, um eben im Fall von politischen Risiken, von Handelskriegen, von Zöllen und so weiter verschiedene Optionen zu haben und mehr Handlungsspielraum zu haben. Und tatsächlich, laut dieser Umfrage 2024, also auch bevor Donald Trump ins Amt gekommen ist, gab es hier schon diese Überlegungen bei 2/3 der befragten CEOs. Das ist natürlich keine große Menge, es geht hier um 166 Befragte, aber zeigt schon mal, der Gedanke ist nicht ganz neu. Was wir auch sehen ist, dass seit 2023 Mexiko wieder der Handelspartner Nummer 1 von den USA ist und Kanada auf Platz 2. Also das sind schon die Nearshore-Nationen, also die Nationen, die nah an den USA dran sind, die wieder ganz hoch im Handelsvolumen gestiegen sind, während die Chinesen zurückgefallen sind. Natürlich durch eben diesen Handelskonflikt, durch Zölle. China sucht vor allem auch amerikanische Chips und gleichzeitig hält China eben einen Großteil der seltenen Erden, wie wir eben im Video auch zum Beispiel über Afrika oder auch zum Thema mit der Solarenergie gesehen haben. Ein Hinweis, dass Deglobalisierung auch kein Thema seit Donald Trump ist, sondern schon weit vorher existiert hat, ist eben, dass bereits 2022 ca. 350.000 Jobs wieder in den USA entstanden sind durch Reshoring, sprich also dadurch, dass verschiedene Unternehmen ihre Industrie zurückverlagert haben. Donald Trump beschleunigt das Ganze nur, indem er eben diese hohen Zölle auf verschiedene Produkte, auf verschiedene Länder loslässt. Jetzt muss man dazu sagen, diese ganzen anderen Faktoren, auch so ein Event wie Corona, was natürlich auch gezeigt hat, wie labil globale Handelsketten sind, wenn Transporte nicht durchgeführt werden, wo es dann schlecht ist, dass es lange Handelsrouten und Handelswege gibt oder eben lange Produktionsprozesse gibt, Produktionsketten gibt. Dieser Trend existierte eben schon weit bevor Donald Trump ins Amt gekommen ist. Vielleicht während seiner ersten Amtszeit hat er das Ganze schon so ein bisschen angeleiert, aber es ist jetzt nicht so, dass von heute auf morgen durch die Zölle diese Deglobalisierung vom Zaun gebrochen wurde, sondern dass es eben schon vorher diesen Trend gegeben hat. Und wenn wir darunter vor allem diesen Konflikt mit China betrachten, dann hat sich hier ein Artikel, der ist auch sehr spannend, wie gesagt, alle Artikel auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, ein Artikel damit beschäftigt, welche Unternehmen aus dem MSCI China All Shares IMI Index sind denn überhaupt von diesem US-amerikanischen ökonomischen Exposure betroffen, also welche Unternehmen, die in China produzieren oder die aus China kommen, leiden denn oder haben eine Beziehung zu den USA, die hier von Nachteil wäre, wenn es diese Handelsstreitigkeiten weiterhin gibt. Und das sind vor allem Life Science Tools, also vor allem auch die Pharmaindustrie, Biotechnologie oder auch Chemie, weil die kostengünstig in China bisher produziert haben oder dort in China kostengünstig produziert wurde, profitieren natürlich die Chemieunternehmen oder die Pharmazieunternehmen, die wieder in den Heimatmärkten produzieren, also zum Beispiel in Deutschland, das könnte dann Bayer sein, wobei bei dem Aktienkurs wäre ich immer ganz vorsichtig und bei diesem Unternehmen, aber ich meine, rein von der Theorie würden Unternehmen profitieren, die biopharmazeutische Produkte herstellen oder auch chemische Produkte herstellen, wenn sie eben nicht mehr so günstig aus China kommen, sondern wieder in den USA oder in Deutschland hergestellt würden. Das ist aber, funktioniert natürlich nur, solange es diesen Protektionismus und diese Deglobalisierung gibt, denn ja, mit 40-45% Anteil machen die schon hier den größten Anteil aus. Also die sind wirklich am stärksten abhängig von einem Handel mit den US-Amerikanern. Ansonsten haben wir hier Freizeitprodukte, Hardware, wie zum Beispiel für unsere Smartphones oder Speicher. Da können auch zum Beispiel PV-Anlagen mit gemeint sein und Haushaltsgegenstände, wie zum Beispiel die typischen chinesischen Staubsauger, die wir alle so haben. Sprich, diese Unternehmen aus China würden darunter leiden oder leiden unter der Deglobalisierung. Andersherum, die Unternehmen, die dann wieder in den USA oder in Deutschland herstellen oder in Europa herstellen, die könnten davon profitieren. Speziell jetzt aber natürlich auf den Konflikt USA-China bezogen, würden die Unternehmen aus den USA hier profitieren. Diese Umfrage finde ich sehr, sehr spannend. Hier wurden nämlich die CEOs und Investoren gefragt, was sie glauben, ob eine Deglobalisierung bereits im Gange ist. Und tatsächlich sagen 2024 40% der Investoren, dass eine Deglobalisierung in der Zukunft stattfinden wird durch ein signifikantes Event. Und gleichzeitig sagen 2024 41% der CEOs, die Deglobalisierung hat bereits begonnen und es wird trotzdem signifikante Events geben. Damit könnte natürlich auch Donald Trump gemeint sein oder solche Zölle, aber mal ungeachtet davon, es gibt einen Unterschied. Die Investoren sagen, die Deglobalisierung kommt erst noch und die CEOs, die am Puls der Zeit sind, sagen, sie ist schon da. Und aus dieser Diskrepanz könnte man jetzt ableiten, dass man sagt, okay, offensichtlich sind in diesen gerade sehr positiven Aktienkursen die Effekte der Deglobalisierung, die eben langfristig dazu führen können, dass das Volumen nicht steigt, dass das Exportvolumen nicht steigt, die sind in diesen Aktienkursen noch nicht eingepreist und das könnte dazu führen, dass der Markt nachträglich korrigiert, basierend zumindest auf dieser Umfrage hier. Es gibt
gibt aber natürlich auch verschiedene Risiken, wenn ich so ein Nearshoring oder Reshoring betreibe, sprich, wenn ich die Industrie zurück in mein Heimatland hole oder ins Nachbarland, zum Beispiel nach Nordmexiko oder Mexiko im Allgemeinen. Die Region in Nordmexiko hat zum Beispiel das Problem, sie hat wenig Talente, das ist ein Bildungsproblem, da muss man investieren. Sie hat dann auf einmal Produktionsausfälle wegen fehlendem Strom oder Wasser. Das ist natürlich ein Thema, was für amerikanische Unternehmen furchtbar schlecht ist. Und so werden dann durch Nachbesserung der Infrastruktur natürlich wieder Steuern steigen. Und auf der anderen Seite, wenn ich die Industrie zurück in die USA hole, habe ich natürlich extrem hohe Lohnkosten. Jetzt kommt genau der spannende Effekt, auf den hier gewettet wird, den ich nur so zum Teil glaube. Es wird darauf gewettet, dass die Technologie Fortschritte macht. Also sprich, wenn ich vorher ich sage es jetzt mal ganz plump, in China 2 Mitarbeiter dort brauchte und ich die Industrie oder die Fabrik jetzt zurückhole in die USA, dann muss die so effizient sein, dass ich da vielleicht nur einen halben oder einen Mitarbeiter aus Amerika für brauche, weil dessen Lohnkosten um ein Vielfaches höher sind. Das bedeutet also Automatisierung, Robotisierung, KI, das werden die Themen der Zukunft sein. Ich glaube, an dem Beispiel von Nordmexiko sieht man hier ganz gut, wir haben hier noch mit Stromausfällen zu kämpfen, bis wir trotz Reshoring so eine krasse Automatisierung haben, dass diese Effekte und diese Lohnunterschiede wettgemacht werden können. Wenn, dann werden die Preise steigen und dann können sich weniger Verbraucher diese Produkte leisten. Also ich glaube schon, dass die Risiken hier über der Deglobalisierung schon überwiegen. Dennoch hat sich das Investment in Reshoring zuletzt gelohnt. Wir haben ja den Thema American Reshoring ETF, den gibt es leider nicht in Deutschland, aber wir schauen gleich mal, wie man den nachbilden kann oder wie man den gut treffen kann. Dieser ETF in den USA setzt auf Unternehmen, die eben speziell Reshoring betreiben, also sprich ihre Industrie oder ihre Produktion zurück in die USA holen, und den ETF gibt es seit Mai 2023 und der hat mit 60% oder 62% Rendite ganz klar den MSCI World outperformt, der nur auf 40% kommt. Man kann also sagen, über die letzten Jahre, und das eben auch nicht erst seit Donald Trump, sondern vorher schon, seit 2023, hat das Thema Reshoring eine größere Rolle gespielt und den Markt outperformt. Wir schauen uns mal an, welche Aktien denn in diesem ETF enthalten sind. Da sehen wir zum Beispiel Rockwell Automation als erste Aktie oder Eaton, die wir ja auch beim Thema Rechenzentren mit dabei hatten. Generell könnt ihr euch diese Unternehmen hier mal durchschauen. Das sind eben auch mögliche Investments in diese Unternehmen. Den ETF so bekommt ihr leider nicht, aber es gibt eine spannende Alternative, und zwar gibt es den iShares Automation and Robotics ETF. Ungefähr 2/3 der Aktien habe ich verglichen, sind sowohl in diesem Thema ETF hier, Thema American Reshoring ETF, die dann auch im iShares Automation and Robotics ETF enthalten sind, und da dieser ETF mit 27% Top 10 Gewichtung auch relativ breit gestreut ist, befinden sich viele Unternehmen hier in diesen 141 Positionen wieder. Man setzt hier also auf die Automatisierung, wenn Unternehmen ihre Fabriken zurückholen in die USA. Unter anderem sind in diesem ETF auch noch Boeing, General Motors, Micron Technologies enthalten, die, wie man hier sieht, eben ihre Produktion zum Beispiel zurück nach Washington, Michigan oder New York holen, oder Toyota sogar nach North Carolina, Apple nach Texas oder TSMC, also auch die taiwanesischen Halbleiter kommen zurück, oder was heißt zurückkommen, nach Arizona und werden dort produziert. Und das ist eben diese typische Regionalisierung. Es wird wieder alles regional hergestellt, um bei Handelskonflikten, um im Zweifelsfall unabhängig von China zu sein oder verschiedenen anderen Nationen zu sein, weil man alles lokal herstellen kann. Weitere ETFs, die profitieren könnten, wäre der MSCI Emerging Markets Lateinamerika ETF. Wir haben ja eben schon gesagt, weil zum Beispiel vielleicht in Mexiko wieder mehr Produktion stattfinden kann, anstatt in China. Das wird dann ins Nearshoring verlagert, also nah an die USA heran. Oder man investiert direkt in einen X-Trackers MSCI Mexiko ETF. Da ist das Risiko natürlich größer. Spoiler, ich würde beides nicht tun. Für mich ist zum einen die Performance des Lateinamerika ETFs ein Indiz dafür, dass es doch hier eine starke Volatilität gibt. Da kann man auch gleich bei einem Emerging Markets ETF bleiben. Mexiko, die Performance sieht über die Vergangenheit ein bisschen besser aus. Man soll natürlich auch nicht nur aufgrund der Vergangenheit einen ETF bewerten. Generell glaube ich aber, dass 10 Unternehmen, die hier mit 74% gewichtet sind, nicht unbedingt die Komplexität der Deglobalisierung abbilden können. Deswegen bin ich kein Fan dieser ETFs. Dann ein theoretischer Gewinner, der iShares Emerging Markets ex-China ETF, weil wir eben sagen, okay, China ist eben so ein starker Verlierer in diesem Handelskrieg oder in der Deglobalisierung. Davon müsste man mich erstmal überzeugen, denn ich investiere ja zum Beispiel langfristig für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, und ob China wirklich 30, 40 Jahre lang sich in einem Handelskrieg mit den USA befindet,
der natürlich auch total eskalieren kann, ist klar, aber das glaube ich nicht. Das Risiko einzugehen ist für mich, also das Risiko, diese Entscheidung zu treffen, jetzt genau China rauszulassen, gehe ich nicht ein, ich lasse einfach alles drin. Oder man kann natürlich auch sagen, dass die Regierung sowieso den freien Handel oder den freien Markt dort nur eingeschränkt zulässt und ich deswegen die Aktien nicht drin haben will, dann kann man das natürlich machen. Unter dem Aspekt der Deglobalisierung würde ich es nicht machen. Dann gibt es noch den Vanguard FTSE North America ETF, könnte man sagen, dass der vielleicht gut passt, weil hier ist ja bestimmt Kanada und USA dabei und das wären eben dann auch die Nationen, die davon profitieren würden. Tatsächlich ist Kanada nur mit 4% gewichtet. Ich habe hier also fast nur US-amerikanische Werte und dann kann ich auch gleich einen gängigen USA-ETF nehmen, auch wenn der hier sehr günstig angeboten wird. Grundsätzlich gibt es auch noch ein paar Aktien, unter anderem Atlas Copco, ASML und Cadence Design Systems. Atlas Copco, die sind zum Beispiel der führende Hersteller von Luftkompressoren, auch für Halbleiterchips. Und ASML stellt ja Fotolithografie-Systeme her, die für die Produktion von Halbleitern unerlässlich sind. Also das sind im Prinzip Vorlieferanten von Unternehmen, die Halbleiter herstellen. Also wenn ich Halbleiter herstellen will, brauche ich die Produkte von diesen Unternehmen. Genauso wie Cadence Design Systems, die stellen auch Hardware und Software zur Halbleiterherstellung her, für Halbleiterfirmen. Bedeutet also, wenn ich die These aufstelle, dass durch Deglobalisierung immer mehr oder verschiedene Regionen versuchen, lokal oder regional Chips herzustellen, dann würden diese Unternehmen davon profitieren. Bei Cadence Design Systems würde ich aber aufpassen, mit einem KGV von 80 ist das hier schon sehr hoch bewertet. Das sieht bei ASML und Atlas Copco schon deutlich besser aus. Die Analysten bei Atlas und ASML sagen übrigens, dass wir hier so ein maximales Kurswachstum von 20-30% erwarten können zum höchsten Kursziel. Also die Upside ist hier auch begrenzt. Dann haben wir Beratungsfirmen. Ich habe jetzt mal als Beispiel Accenture rausgenommen, denn Beratungsfirmen sind natürlich bei dem Reshoring mit dabei und unterstützen die Unternehmen häufig dabei. Das sind ja Riesenprojekte, so Fabriken und sowas zurückzuholen. Und jetzt gehen wir mal ins richtig harte Gewerbe und zwar CRH, das ist ein globaler Hersteller von Bauprodukten und Bauprojekten. Die sind auch zuletzt gut im Kurs gewachsen, aber allerdings mit einem KGV von 20 noch nicht extrem überbewertet. Die haben sich in den letzten Jahren zu einem der weltweit führenden Baustoffunternehmen entwickelt, vor allem in Nordamerika. Und wenn es jetzt darum geht, in Nordamerika eine Menge neuer Fabriken aufzubauen und generell ein großes Investment in die Infrastruktur gäbe, würde dieses Unternehmen profitieren, ist zuletzt gut im Kurs gewachsen und vielleicht einen Blick wert. Wir haben Diploma PLC, das ist ein Unternehmen, was viele Verbrauchsmaterialien und Messgegenstände für die Gesundheits- und Umweltindustrie herstellt, also auch bei Dichtungen, Filtern und so weiter dabei ist. Auch die könnten davon profitieren, wenn es ein Reshoring in Nordamerika oder auch Europa gibt. Dann habe ich ein deutsches Unternehmen dabei, die KUKA AG. Die liefern nämlich Industrierobotik und wären natürlich genau bei dem Thema dabei, wenn es darum geht, wieder Industrien zurückzuholen, lokal aufzubauen und günstig zu betreiben. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Unternehmen auch sehr hoch bewertet ist und auch ein sehr kleines Unternehmen ist, sehr risikoreich ist aus Deutschland. Ein Unternehmen, was schon deutlich größer und bekannter ist Siemens. Die profitieren mit ihrem riesigen Produktportfolio, mit Fabrikautomatisierung, Bahntechnik und so weiter natürlich extrem davon. Zum einen natürlich auch von den Investitionen, die jetzt in Deutschland getätigt werden, aber auch weltweit sind sie unterwegs, könnten so auch ein Profiteur vom Reshoring sein. Ich hätte jetzt noch diverse Unternehmen im Angebot, aber grundsätzlich würde vom Reshoring, wenn es um die USA geht, die hier ja der Trendsetter sind, in Anführungsstrichen, auch der SPDR S&P US Industrial Selector ETF profitieren. Schaut euch mal hier an, hier sind auch Unternehmen wie Caterpillar, Boeing und Co. dabei, die sicherlich auch davon profitieren, wenn viel Industrie zurückgeholt wird. Auf der anderen Seite haben wir noch einen weiteren ETF, nämlich den Global X US Infrastructure Development ETF, der würde sicherlich auch profitieren, wenn die US-amerikanische Infrastruktur so stark von der Deglobalisierung profitiert. Und jetzt mal zum Abschluss meine Meinung zum Thema Deglobalisierung. Also, wir haben ja hier gesehen, dass die Ära der Globalisierung zuletzt vorbei ist und dass wir hier kein Wachstum in den In- und Exporten im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung gesehen haben. Das liegt aber auch daran, dass der Handel mit Fuel- und Mining-Produkten, also auch mit Öl, Gas und so weiter und auch verschiedenen Manufacturing-Produkten einfach günstiger geworden ist. Also nicht nur der Handel selbst, sondern eben auch die Produkte günstiger geworden sind. Das heißt, die Absatzzahlen sind in Summe vielleicht gar nicht so stark zurückgegangen, sondern die Kosten sind einfach günstiger geworden und dieser Preisverfall hat eben auch dazu geführt, dass dadurch dieser Wert des weltweiten Handels und des In- und Exportes einfach nicht gestiegen ist. Insofern würde ich ja gar nicht sagen, dass es unbedingt eine Deglobalisierung gibt. Und ich habe auch noch ein paar Statistiken mitgebracht, die so ein bisschen dagegen sprechen. Wenn wir uns nämlich mal angucken, wie sich die Transport- und Kommunikationskosten entwickelt haben, dann erkennt man, dass hier eigentlich schon während des Zweiten Weltkrieges ein extremer Verfall der Transportkosten und Kommunikationskosten stattgefunden hat. Und die Kosten sind immer weiter gesunken und
das bedeutet einfach nur, dass die Wege kürzer geworden sind. Also der Weg zwischen den USA und China ist jetzt nicht physisch kürzer geworden, aber ich kann günstiger transportieren, ich kann günstiger kommunizieren. Und damit rückt im Prinzip die ganze Welt immer enger zusammen. Ich bin minütlich informiert, was, ich sag mal, im Worst Case aktuell in Israel passiert. Man kriegt ja wirklich alles mit und gerade durch Social Media, ihr seht ja auch, was Donald Trump dort veranstaltet, kommt man mit den News manchmal gar nicht hinterher. Und diese enge Vernetzung führt natürlich dazu, dass immer mehr Abhängigkeiten auch zwischen den Nationen entstehen, zwischen Handelspartnern entstehen, sodass es gar nicht so einfach ist, eine Deglobalisierung wirklich bis ins letzte Detail durchzutreiben. Wir haben hier das weltweite Tourismusaufkommen. Da sieht man natürlich, der Markt ist während Corona ziemlich eingebrochen, aber hat sich schon wieder erholt und der langfristige Trend ist ja unglaublich. Man sieht hier eine Vervielfachung des Reiseaufkommens und wenn man natürlich viel Tourismus hat, weltweit die Menschen am Reisen hat, dann rückt die Welt auch enger zusammen und ich habe auch hier weiter eine Globalisierung, denn die Touristen, die wollen ja auch zum Beispiel vielleicht einfach Starbucks trinken in asiatischen Ländern und in europäischen Ländern und die Ausbreitung von Starbucks, zum Beispiel McDonald's und Co. ist ja auch eine kulinarische Globalisierung, die weiterhin stattfindet und bei Starbucks zum Beispiel auch, da profitieren die Unternehmen ja davon, dass die Menschen weltweit reisen, dass sie weltweit einen ähnlichen Geschmack entwickeln und da hat die Globalisierung eigentlich Vorteile. Und auch wenn eben ganz viele CEOs gesagt haben, die Globalisierung ist vorbei und wir sind in der Deglobalisierung, bis vor kurzem, nämlich in Umfragen zwischen 2017 und 2021, sind sie konstant mit ca. 2/3, also so ungefähr 60-70%, immer der Meinung gewesen, dass die Globalisierung eine Chance für Wirtschaftswachstum ist. Also 2/3 haben das mindestens gesagt, es gibt eher eine Chance für Wirtschaftswachstum durch Globalisierung und dann haben auch aber 30% mit voll und ganz zugestimmt und nur ganz wenige haben gesagt, eher nicht. Also insofern, das Ganze wurde über Jahre hinweg, als es theoretisch schon gar kein Wachstum der Globalisierung mehr gab, immer noch sehr positiv gesehen. Ich glaube, dass diese Umfragen dann doch auch sehr vom aktuellen Stimmungsbild und den aktuellen Entwicklungen geprägt sind. Das gipfelte natürlich zuletzt beim Thema Donald Trump mit seinen Zöllen. Zum Abschluss eine ganz spannende Grafik. Hier sieht man, wie viel Prozent der Befragten sagen, mein Land hat eine moralische Vorbildfunktion. Und dadurch, dass fast alle Länder in dieser Befragung hier mehr als 50% dieser Aussage zustimmen, sagen eigentlich alle Länder, die hier befragt worden sind oder die Menschen dort, ich habe mit meinem Land eine moralische Vorbildfunktion für andere Länder. Das heißt also auch, ich muss hier etwas Gutes, in Anführungsstrichen, ein gutes Vorbild sein und bedeutet also auch, mich interessiert, was andere Länder über mich denken oder welches Bild ich abgebe. Und das spricht eigentlich auch weiterhin für eine Vernetztheit und für Globalisierung. Halten wir also fest, ich kann mir schon vorstellen, dass es langfristig eine Deglobalisierung gibt. Zum Beispiel, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, werden wir alleine dadurch, dass es viele Migrationsbewegungen geben wird, faktisch auch sehr viel Abschottung sehen, viel Protektionismus und auch lokale Produktion, um eben in Krisen gewidmet zu sein. Das gleiche gilt natürlich, wenn Handelskriege sich weiterentwickeln mit China. Das Thema, dass China die seltenen Erden kontrolliert, die USA aber noch den Vorteil bei ihren Chips haben und in der Entwicklung dort weit vorne liegen. Oder eben auch das Thema Rüstung totalen Raum einnimmt im Moment. Da merkt man eben, okay, es gibt gewisse Effekte, die werden regionalisiert und es wird Dinge geben, die eben nicht mehr globalisiert produziert werden, sondern regionalisiert werden. Nichtsdestotrotz können diese Spannungen auch jederzeit aufhören. Ich persönlich glaube, dass das Thema Deglobalisierung etwas überinterpretiert wird im Moment. Ich glaube durchaus, dass es bestimmte Branchen gibt, in denen eine größere Regionalisierung, nennen wir es mal gar nicht Deglobalisierung, sondern eine Regionalisierung eine Rolle spielt, wie tatsächlich in der Halbleiterindustrie. Ich glaube tatsächlich, dass Automatisierung und Robotik, KI, dass das alles Themen sind, die unter anderem auch regional vorgehalten werden sollten. Das sieht man auch daran, dass natürlich in Europa mittlerweile KI-Projekte vorangetrieben werden, wie Mistral zum Beispiel aus Frankreich, damit man eben auch im Zweifel unabhängig agieren kann. Das sieht man auch beim Thema Rüstung, das sieht man bei verschiedenen Dingen, wo regional eben ein Backup aufgebaut werden soll. Wir haben aber de facto von den USA weiterhin große Abhängigkeit. Gleichzeitig haben wir eine hohe Abhängigkeit zu den Chinesen, was Solarmodule angeht, Infrastruktur angeht und seltene Erden angeht. Auch da eben die Abhängigkeit zu anderen Nationen. Letztendlich glaube ich daran, dass die Zolldiskussionen auch nur ein politisches Thema von einer gewissen Dauer sein können, der Handelskonflikt auch beendet werden kann, sodass ich persönlich glaube, dass es langfristig vielleicht nicht unbedingt wieder ein Wachstum der Globalisierung geben muss, aber wir uns weiterhin auf dem konstanten Level halten können und dass das Thema Deglobalisierung möglicherweise zu überdramatisiert wird. Was meint ihr dazu? Wie steht ihr zum Thema Deglobalisierung? Glaubt ihr, wir befinden uns wirklich in einer Deglobalisierung oder glaubt ihr, das Thema wird nur zu heiß gekocht? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Woche bei der nächsten spannenden ETF-Analyse. Bis dahin, ciao.